Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Heute in diesem Video möchte ich euch die Reolink Duo 3V vorstellen. Eine Kamera, die vandalismussicher ist, die 4K Auflösung bietet und 180 Grad Blickfeld abbildet. Diese Kamera ist für den halbprofessionellen Bereich gedacht, also dort, wo Vandalismus auftreten kann. Die Kuppel ist schlagfest, das Gehäuse ist massiv, wird fest verschraubt, kann also nicht gestohlen werden. Ob die Kamera ihr Geld wirklich wert ist, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Die Reolink Duo 3V, die dritte Generation dieser Domkameras, bietet eine Auflösung von 7680 x 2160 Pixel, hat also 4K insgesamt, hergestellt durch zwei Objektive, die 180 Grad in der Breite abbilden. Die Kamera ist äußerst massiv, sie ist schwer, sie ist gewichtig und sie soll Vandalismus standhalten. Sie kann also nicht nur im Privatbereich eingesetzt werden, denn IK10-Zertifizierung sei Dank ist das Ganze auch was für Lagerhallen, für Garagenkomplexe oder eben Industrieanlagen, je nachdem, wo ihr sie braucht. Die Kamera wird mit PoE per Strom versorgt, also über ein Kabel fließen die Daten, fließen die Stromversorgung. Ihr braucht also keine Angst haben, dass hier über WLAN-Scammer und dergleichen das Signal unterbrochen wird. Die Kamera sendet zuverlässig über das Kabel. Ihr könnt die Daten direkt auf der Kamera speichern, also auf einer SD-Karte, die hier inklusive ist, die eingebaut werden kann, oder ihr speichert die Daten ganz einfach und bequem auf eurem NVR, auf dem Home Hub, in der Cloud oder auf eurem FTP-Server, da wo ihr die Daten braucht, wo ihr die Kontrolle drüber habt. Und bevor ich jetzt hier weiter rum erzähle, zeige ich euch die Kamera mal kurz aus der Nähe und natürlich einige Aufnahmen, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Und ich gehe auch der Frage nach, ob das Problem der Reflexionen bei Kuppelkameras, die in der Nacht häufig auftreten, endlich gelöst worden ist. Mal sehen. Und hier seht ihr die Reolink Duo 3V PoE-Kamera einfach mal im Detail. Diese Kamera ist speziell für den professionellen Außeneinsatz entwickelt worden und der Fokus liegt ganz klar auf zwei Punkten. Nämlich zum einen einer verzerrungsfreien 180-Grad-Überwachung durch die beiden Objektive und einem außergewöhnlich robusten Gehäuse mit IK10-Zertifizierung, Vandalismusschutz. Beginnen wir mit dem Sichtfeld. Die Duo 3 setzt ja wie auch andere Schwestermodelle auf ein Dualobjektivsystem, das zwei Bildströme, also zwei Objektive, nahtlos zu einem Panoramabild zusammenfügt. Dabei entsteht ein horizontaler Blickwinkel von 180 Grad. Bei einem vertikalen Sichtfeld von ungefähr 53 Grad, das ist also ein ganz schön großes Bild. Viele herkömmliche Überwachungskameras mit Einzelobjektiv bieten ein Sichtfeld von ungefähr 90 bis 110 Grad. Das heißt, die Duo 3V deckt nahezu das Doppelte ab. Ihr habt keine toten Winkel auf der gesamten Aufnahmelinie. Das macht die Kamera zu einer idealen Lösung für große Flächen wie Einfahrten, Grundstücksecken oder auch Industrieanlagen. Bedeutet, auch für den professionellen Einsatz ist diese Kamera durchaus interessant. Man braucht zur Aufnahme eben nicht zwei Kameras oder drei Kameras, um das gleiche Objekt, die gleiche Fläche zu überwachen, sondern es reicht vollkommen eine Kamera. Mit ihrer 16 Megapixel Auflösung, also 7680 x 2160 Pixeln, habt ihr ein gestochen scharfes Bild. Das ist das Vierfache der Full HD Auflösung und sorgt ja für scharfe Bilder auch beim digitalen Zoom. Die Kamera arbeitet mit einem 2,8 Zoll CMOS-Sensor und einer Brennweite von 2,8 mm. Das macht sich ja auch im Dunkeln bemerkbar. Die hohe Lichtstärke ist gerade bei schwachem Umgebungslicht ein klarer Vorteil. Für die Nacht stehen gleich zwei Modi zur Verfügung. Zum einen habt ihr die klassische Infrarot-Nachtsicht mit 6 Infrarot-LEDs, die ungefähr 30 Meter Reichweite ausstrahlen oder anstrahlen. Und zum anderen habt ihr die Farbnachtsicht, die funktioniert mit den 6 eingebauten LED-Spots, die eine Temperatur von ungefähr 4500 Kelvin bringen und die Helligkeit liegt zwischen 540 und 840 Lumen. Das ist ungefähr vergleichbar mit so einer modernen LED-Taschenlampe. Tja, und ein weiteres zentrales Merkmal ist der IK10-zertifizierte Vandalismusschutz. Habe ich schon oft gesagt, nur was heißt das konkret? Das IK10 bzw. das IK-System klassifiziert den Schutz gegen mechanische Einwirkung. IK10 ist dabei die höchste Schutzklasse und bedeutet, dass das Gehäuse einem Schlag von 20 Joule standhält. Zum Vergleich,
Das entspricht dem Aufprall eines 5 Kilogramm schweren Gegenstandes aus 40 Zentimetern Höhe. In der Praxis reicht es, einen Hammer zu nehmen und darauf rumzuklopfen, um euch zu zeigen, dass hier keine Kratzer oder irgendwelche Schäden an der Kamera entstehen. Tja, die Kamera hält also nicht nur Wind und Wetter stand, sondern auch gezielten Zerstörungsversuchen, etwa durch Tritte, Wurfgeschossen, Vandalismus. Durch das massive Gehäuse, also das ist ein Metallgehäuse, das sich auch wirklich sehr gut anfühlt, wird die Kamera auch massiv an der Wand befestigt. Neben der oder Nicht-Zerstörungsfähigkeit ist hier auch der Diebstahlschutz absolut gewährleistet. Da muss sich jemand schon wirklich Mühe geben, dieses Teil zu zerstören oder eben zu stehlen. Die Stromversorgung überfolgt über einen PoE-Standard. Das heißt, ihr versorgt die Kamera über Strom, der mit dem Netzwerkkabel in diese Kamera eingespeist wird. Über das Netzwerkkabel werden die Daten von der Kamera an euer Netzwerk gegeben und gleichzeitig auch der Strom eingespeist. Auf der anderen Seite hier könnt ihr entweder einen PoE-Injektor anschließen, bedeutet Kabel vom Netzwerk hier rein, Kabel zur Kamera hier raus, und hinten dran kommt ein Stromkabel und da wird der Strom in die Kamera eben eingespeist, dass diese funktioniert. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen PoE-Switch verwenden, dann könnt ihr gleich mehrere Kameras an einem Gerät anschließen. Wichtig ist, die Kabellänge sollte 100 Meter nicht überschreiten. Die Kamera verfügt übrigens auch über 2 Wege Audio. Ihr habt einen eingebauten Lautsprecher, um euch nach außen ja bemerkbar zu machen, und ein Mikrofon, um die Außenwelt zu hören. Funktioniert in der App am Handy als auch am Client hinter mir am Computer. Dann gibt es noch die intelligenten Funktionen. Die smarte Bewegungserkennung. Die erkennt zuverlässig Personen, Fahrzeuge und Tiere und unterscheidet auch. Bedeutet, wenn ihr euch hinterher die Alarme anschaut, könnt ihr auch gezielt filtern nach Personen, Fahrzeugen oder Tieren. Das ist für mich ein optimaler Zeitersparnis. Wenn ich jetzt gezielt meine Tieraufnahmen raussuche, kann ich Fahrzeuge und Personen rauslassen und gezielt eben nach Tieren suchen. Macht die Sache doch etwas schneller und einfacher. Die Zeitrafferfunktion ist übrigens auch integriert und ja, die nimmt immer mehr Überhand bzw. wird immer beliebter. Mit der Zeitrafferfunktion könnt ihr einstellen, dass diese Kamera über einen bestimmten Zeitraum Aufnahmen machen soll und diese Einzelaufnahmen zu einem großen Film, zu einem Zeitrafferfilm zusammensetzen soll. Und diese Zeitrafferfilme kennt ihr sicherlich vom Hausbau, vom Sonnenaufgang, von einer Wolkenformation, die sich da im Zeitraffer über mehrere Tage oder über einen Tag bewegt. Das unterstützt diese Kamera, könnt ihr direkt über die App auslösen oder über den Client, ja, wie er gerade hinter mir auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich werde die Kamera nun bei mir im Netzwerk anmelden. Wie man das genau macht, das seht ihr in dem Video, was ich euch oben rechts verlinkt habe. Anschließend werde ich die Kamera bei mir draußen im Garten installieren und euch mal zeigen, wie ihr die Objektive so einstellt, dass tatsächlich der Bereich überwacht wird, den ihr auch filmen wollt. Denn so einfach kommt man ja nicht ran, um hier irgendwo was einzustellen. Man muss die Kamera dafür schon auseinanderbauen. Das zeige ich euch jetzt im Video und nehme euch mit. Auf dem Weg nach unten habt ihr jetzt noch kurz Gelegenheit, mir schon mal den Daumen nach oben für dieses Video zu geben. Schaut unten in die Videobeschreibung für weitere Informationen und ab geht's raus in den Garten. Die Reoling Duo V3, die habe ich jetzt hier an meiner Dose angebracht. Und da die Kamera deutlich größer ist als die Platte von meiner Dose, musste ich sie an einem einzelnen Loch befestigen. Hier ist es ein Provisorium. Wenn ihr das bei euch aufbaut, müsst ihr das Ganze natürlich richtig stabil befestigen, damit die Kamera nicht einfach gestohlen wird. Die Kamera kann über die 3 Löcher direkt an der Wand befestigt werden und das Kabel nach hinten weggezogen werden. Die Dosen, die ich verwende, sind zu klein. Gegebenenfalls müsst ihr dafür einfach die größeren Dosen verwenden, die für diese Domkameras gedacht sind. Wenn ihr da Interesse habt, schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort habe ich euch die beiden Original-Reolink-Dosen verlinkt. Einmal die D10 und einmal die B20, je nachdem, was ihr benötigt. Die Kamera habe ich jetzt aber soweit erstmal in der Waage, in der horizontalen ausgerichtet. Und über die App kann ich nun festlegen, wohin der Winkel zeigen soll. Ich wähle die Kamera aus meiner App aus und kann nun die Höhe so einstellen, dass ich eben genau das auf dem Bild habe, was ich hier brauche. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, auch den Winkel der beiden Objektive zu verändern. Außen herum ist sogar eine Skala angebracht, wo ich den Winkel wirklich festlegen kann. Ihr seht, wenn ich das Ganze jetzt hier drehe, ich habe hier doch 90 Grad, die ich direkt hier vorne schon an diesem Objektivhalter drehen kann, aber auch die komplette Halterung dahinter kann verändert werden.
denke, so passt es. Und ich habe jetzt den Bereich nach hinten hin auf meiner Aufnahme genauso wie 180 Grad nach oben und unten. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist die Kuppel wieder an der Kamera zu befestigen. Ihr seht, die kann nicht herunterfallen, die ist an einem Strick gesichert. Wenn ihr die Kuppel befestigt, passt auf, dass das Innere der Kuppel sauber bleibt, dass ihr da nicht reingefasst habt, keine Fettfinger oder irgendwas habt. Das sieht man später hinterher. Außen komme ich ja jederzeit ran und kann die Kuppel reinigen, kann sie abwischen, einfach mit einem trockenen Tuch rüber. Die Reolink Duo 3V, die habe ich hier installiert, ausgerichtet und werde sie nun eine ganze Weile laufen lassen. Mal schauen, wen ich hier vor die Linse bekomme, ob es der Marder ist, der Fuchs oder das Wildschwein. Ich habe keine Ahnung, was die nächsten Nächte hier über das Grundstück läuft. Was mich besonders interessiert, ist die farbige Nachtsicht, denn mit der 1240A hatte ich ja das Problem gehabt, dass beim Einschalten der LED-Spots für die Farbansicht die Kuppel doch reflektiert hat. Ich bin gespannt, ob es hier bei diesem Modell genauso ist oder ob ich hier problemlos die farbige Nachtansicht nutzen kann. Wenn ihr genauso gespannt seid, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht es jetzt weiter mit den Einstellungen, die ich oben am Rechner mache, um die Kamera zu nutzen. Und bis dorthin könnt ihr gerne schon mal unter das Video schauen, mir den Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren und wenn ihr das Teil kaufen wollt, schaut euch mal den Promo-Link an von Reolink oder die anderen Links, die ich da verwende. Einfach mal die Videobeschreibung öffnen und dort reinschauen. Die Reolink Duo V3 läuft nun eine ganze Weile hier bei mir im Garten und sammelt fleißig Eindrücke, die ich euch zeigen kann, damit ihr euch ein Bild von der Bildqualität tagsüber und auch nachts machen könnt. Zwei Dinge, die könnt ihr dort aber nicht sehen, die möchte ich euch auf der Tonspur rüberbringen. Punkt Nummer 1 ist das Fehlen von Spinnweben. Ja, ein leidiges Thema unter all denjenigen, die häufig mit Überwachungskameras arbeiten, gerade in der Nacht. Das Infrarotlicht, das ausgesendet wird, um diese Schwarz-Weiß-Bilder einfangen zu können, lockt natürlich auch Insekten an, die davor herumschwirren. Insekten locken in dem Falle auch Spinnen an und die Spinnen bauen ihre Netze gerne vor den Kameras. Nachts reflektieren die Spinnweben diese Infrarotlichter und ihr habt im Bild ja, ihr seht nichts anderes mehr als diese Spinnweben. Nicht sehr schön. Ich arbeite bereits an einem Video, um euch zu zeigen, wie ihr vorsorgen könnt gegen diese Spinnweben. Aber an dieser Kamera müsst ihr gar nichts vorsorgen, denn durch die Kuppelform habe ich bisher keine einzige Spinnwebe nach einigen Wochen Benutzung vor der Kamera. Das ist ein wirklich sehr positiver Effekt. Die Kuppel scheint das Licht zu absorbieren, beziehungsweise scheint die Spinnen dort keinen richtigen Punkt zu finden, um ihre Netze zu bauen. Ein positiver Aspekt. Es gibt aber auch einen negativen Aspekt mit dieser Kuppel und der betrifft die Nachtaufnahmen mit dem hellen Licht, mit dem weißen LED-Spot. Die Kuppel reflektiert das Licht, welches vom Spot aus der Kuppel heraus nach außen gesendet wird. Und immer dann, wenn die Objektive nicht 90 Grad gerade nach vorne weg rausgehen, wird das Licht ja von den Linsen aus diesem kuppelinneren Bereich wieder aufgefangen und es kommt zu extremen Reflexionen. Das gleiche Problem hatte ich schon bei der 1240A-Kamera gehabt und festgestellt, wenn man die Objektive 90 Grad ausrichtet, dann sind sie so weit an der Kuppel durch einen Dichtring abgeschottet, dass das wunderbar funktioniert. In meinem Fall wäre es aber so, dass die Kamera dann auf knapp 3 Meter Höhe eben gerade vor filmen würde. Das möchte ich nicht. Ich möchte bewusst etwas nach unten weg filmen und da hat diese Kuppelform doch diesen Nachteil, dass ich keine farbigen Nachtaufnahmen nutzen kann. Nun ja, ihr habt die Wahl. Entweder ihr verzichtet vollständig auf diese Kamera, das wäre die Option 1, oder die Option Nummer 2, die ich präferiere, ihr nutzt ausschließlich die Schwarz-Weiß-Ansicht. Denn ich glaube, ihr habt es in den Beispielbildern gesehen, die Schwarz-Weiß-Ansicht ist wirklich sehr gut. Ich habe den Marder, den Fuchs und auch die Katzen problemlos erkannt auf dieser Kamera 180 Grad, soweit wie sie aufnimmt, ohne irgendeine Reflexion. Das gefällt mir und Schwarz-Weiß-Ansicht finde ich persönlich auch deutlich besser. Die Reolink Duo V3 ist eine durchaus gute Kamera. Die Aufnahmen am Tag haben mich durchaus überzeugt und auch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der Nacht haben eine gute Bildqualität. Die Farbaufnahmen in der Nacht, die sind für die Tonne, die könnt ihr einfach nicht gebrauchen. Durch die Reflexion in der Kuppel sieht man einfach nichts. Wenn ihr unbedingt farbige Nachtaufnahmen haben wollt, dann schaut eher mal nach einer Bullet-Kamera oder wenn es 180 Grad sein soll, vielleicht nach der Elite X Pro oder den normalen Duo-Modellen. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch auch die Videos der alternativen Modelle. Für wen ist die Kamera noch geeignet? Ganz klar für all diejenigen, die ein möglichst breites Sichtfeld
abdecken wollen. Wenn ihr die Hauswand filmen wollt, nach unten weg, 180 Grad nach rechts und links, habt ihr praktisch die gesamte Fassade, den gesamten Gehweg, den gesamten Carport, was auch immer im Blickfeld. Dafür ist diese Kamera absolut geeignet und sie eignet sich auch für Montagepositionen, die vielleicht erreichbar sind. Denn die Kamera mit ihrem IK10 Vandalismusschutz kann so verbaut werden, dass dort niemand die Kamera kaputt machen kann. Der kann sie nicht stehlen, denn genau für diesen Zweck wurden diese Geräte ja gebaut. Andere Kameras müssen eben dann noch mal einen Meter höher installiert werden, damit da nichts passieren kann. Und was sagt ihr zur Kamera? Schreibt mir doch unter das Video einfach mal einen Kommentar, gebt mir ein Feedback zu dieser Kamera und schreibt mir, welchen Einsatzort ihr euch vorstellen könntet. Unter dem Video findet ihr in der Videobeschreibung übrigens auch den Promo-Link von Reolink, die mir die Kamera ja kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, und auch die Links zu den anderen Kameras und zu dem Zubehör, das ihr braucht, um ein solches Kamerasystem aufzubauen. Wenn ihr mögt, einfach draufklicken, kaufen. Ich bekomme eine kleine Provision, um meinen Kanal weiterhin zu finanzieren. Ihr habt aber keine Nachteile, sondern ausschließlich ein gutes Gewissen, weil ihr mich unterstützt habt. Vielen Dank an der Stelle. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auch diese Kamera landet in meinem Lostopf. Die werde ich am Jahresende im Adventskalender für euch verlosen, für meine Abonnenten. Wenn ihr dabei sein wollt, dann gebt diesem Video ein Like und abonniert spätestens jetzt meinen Kanal, damit ihr das neue Video nicht verpasst. Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.